Kann man mit einem Faltcaravan eigentlich auch im Winter campen gehen, zum Beispiel um in den Skiferien damit in die Berge zu fahren und so die teuren Hotels zu meiden? Das haben mich in der Vergangenheit bereits zahlreiche Zuschauer und Kunden gefragt. Der dänische Faltcaravan-Hersteller Camplet führt immer wieder mal eine Winter-Challenge durch, in dessen Rahmen dem Zeltanhänger Kufen verpasst werden, damit man ihn direkt ans Schneemobil hängen respektive damit ziehen kann. Wird dann ein passendes Plätzchen im Schnee gefunden, kann dieser innerhalb weniger Minuten aufgebaut werden, um den Abend ausklingen zu lassen und die Nacht darin zu verbringen. Doch wie gut funktioniert dies wirklich und welche Heizlösung eignet sich am besten fürs Wintercamping im Faltcaravan? Aus genau diesem Grund bin ich für eine Woche auf den Wintercampingplatz Alpenresort Einweltli ins schweizerische Engelberg gefahren, um mich auf über 1000 Meter über Meer bei Temperaturen zwischen -8 und +6 Grad Celsius selbst einmal ein Bild davon zu machen. Wer diesem Kanal schon etwas länger folgt, der weiß bereits, dass wir im 18 Quadratmeter großen Hauptzelt unseres Camplet Passion Faltcaravans jeweils eine EcoFlow Wave Wärmepumpe stehen haben. Diese kühlt im Sommer am Gardasee den Faltcaravan bei Außentemperaturen von 30 bis 40 Grad entsprechend herunter, damit man vor allem abends besser einschlafen kann. Und im Herbst, während meiner Berichterstattung vom Caravansalon in Düsseldorf, hat mich diese in der Nacht bei einstelligen Temperaturen auch schon mollig warm gehalten. Doch hier oben in den Bergen herrschen nochmals härtere Bedingungen. Unter anderem war bereits bei meiner Ankunft der Stellplatz von einer 2 bis 3 cm dicken Eisschicht bedeckt, welche dank dem gefrorenen Boden darunter auch Plusgrade überlebt. Da die Schläuche der Wärmepumpe jedoch unter dem V-Streifen hindurchgeführt werden müssen, kühlt dies die angezogene Luft nur noch mehr ab, sodass die Wärmepumpe im Rahmen meines Wintercamping-Experimentes leider gar nie wirklich auf Touren kommen konnte und bereits zu Beginn aus dem Rennen fiel. Allerdings haben wir seit Anbeginn unserer Campingzeit auch stets einen kompakten Ecomat Heizlüfter dabei, welcher unser Zelt im Herbst auch schon ganz alleine gewärmt hat. Dieser kann jedoch maximal 1500 bis 1800 Watt Heizleistung bringen, was tagsüber bei Temperaturen im Plusbereich zwar noch einigermaßen ausreichte, doch in der Nacht bei Minusgraden war es trotz Heizlüfter im Zelt gerade einmal 3 Grad warm, respektive kalt. Aber keine Sorge, ich hatte natürlich schon damit gerechnet, dass die ein oder andere Heizlösung versagen würde und lag jeweils die gesamte Nacht auf einem Wärmeunterbett und unter dem Schlafsack als Decke mit einer zusätzlichen optionalen Wolldecke. Schließlich wollte auch ich bei so einem Extremtest nicht aus Versehen erfrieren. Da der Ecomat auf maximaler Stufe bis zu 10 Ampere zieht, kann man auf den Campingplätzen, deren Stromanschlüsse in der Regel nur bis 16 Ampere gehen, keine 2 Geräte gleichzeitig betreiben, weshalb auch diese Option fürs Wintercamping aus dem Rennen fällt. Allerdings komme ich im Verlauf dieses Videos noch einmal darauf zurück, weshalb ein Heizlüfter im Wintercamping-Setup trotzdem Sinn machen kann. Mit dem bescheidenen Abschneiden von Wärmepumpe und Heizlüfter kommen wir zur dritten Option, welche ich auch schon bei der Camplet Winter Challenge erspähen konnte, nämlich einem Petroleumofen oder besser gesagt dem Zibro Laserofen. Ich habe meinen LC 150 bereits erfolgreich im Winter in der Faltcaravanhalle in Spreitenbach als zusätzliches Heizgerät genutzt, um die nicht ganz so perfekt isolierte Lagerhalle zu heizen. Aus diesem Grund ging diese auch als mein persönlicher Favorit ins Rennen. An der Heizleistung selbst hat es definitiv nicht gelegen und auch der Geruch beim Starten oder Ausschalten des Geräts empfand ich nie als störend. Das Problem war viel eher, das beim Verbrennungsvorgang entstehende CO2 wieder aus dem Faltcaravan zu bekommen. Denn hier oben in den Bergen war es fast immer windstill, wodurch bewährte Techniken wie das Querlüften nicht wirklich funktionierten. In der Nacht habe ich dann auch noch versucht, den Kamineffekt zu nutzen, indem man eine kleine Öffnung hinter dem Ofen in Bodennähe und eine größere Öffnung gegenüber an der Decke herstellt. Aber auch das hat leider nicht wirklich gut funktioniert. Ich hatte das Limit meiner CO2-Warngeräte zwar bereits von 2000 auf 2500 ppm erhöht, da ich persönlich erst ab dann Symptome wie leichte Kopfschmerzen verspüre oder einen unruhigen Schlaf bekomme, doch am Ende ging der Alarm in der Nacht trotzdem mehrfach an und egal wie ich die Fenster und Reißverschlüsse konfigurierte, das CO2 blieb mehrheitlich im Zelt sitzen, weshalb ich den Test in den frühen Morgenstunden leider vorzeitig abbrechen musste, um trotzdem noch ein bisschen erholsamen Schlaf zu finden. Dies bringt mich direkt zur Fallback-Lösung, welche auch in diesem Falle direkt wieder zum Einsatz kam, nämlich eine tragbare Dieselheizung von Bush RV mit bis zu 5 Kilowatt Leistung. Da ich jedoch bereits bei 4 Kilowatt und über 22 Grad im Faltcaravan ins Schwitzen gekommen bin, habe ich diese primär mit 3 bis 3,5 Kilowatt laufen lassen, wodurch eine 5 Liter Tankfüllung Diesel zwischen 12 und 14 Stunden reichte. Da die Dieselheizung offiziell jedoch nur spritzwassergeschützt ist, musste ich diese jeweils unter dem Anhänger platzieren und zum Befüllen wieder hervorholen.
Rückblickend hätte ich vielleicht ein Extra-Tab nur für die Dieselheizung mitnehmen sollen. Das einzige Manko der Dieselheizung selbst ist, dass ich per App oder an der Heizung selbst neben dem Ein- und Ausschalten sowie einem Zeitplan nur die Leistung in Kilowatt regulieren kann. Sprich, die Einstellung, welche ich vor dem Schlafengehen gewählt habe, war auch die, mit der ich am Morgen wieder aufgewacht bin, auch wenn die Außentemperaturen in der Zwischenzeit um 5 bis 10 Grad gesunken sind, was natürlich auch die Temperatur im Faltkarawan entsprechend nach unten zieht. Dennoch war die Dieselheizung am Ende die mit Abstand beste Lösung für das Wintercamping. Da ich allerdings nicht zum Spaß campen war, sondern auch durch den Tag im Faltkarawan gearbeitet und getestet habe, hieß dies für mich natürlich auch, zweimal am Tag den Dieseltank aufzufüllen und da ich nur einen 10-Liter-Kanister dabei hatte, zusätzlich einmal pro Tag kurz zur nächstgelegenen Tankstelle zu pilgern. Beim nächsten Mal würde ich sicherlich etwas mehr Zeit und Recherche in die Bodenisolierung investieren. Ich habe zwar immerhin ein Vlies unter die Bodenwanne gelegt, allerdings habe ich tatsächlich nicht damit gerechnet, dass mein Faltkarawan auf einer dicken Eisschicht aufgebaut werden muss. Schließlich würde eine bessere Bodenisolierung auch die Dieselheizung nochmals etwas entlasten. Und da sich das nächste Mal hoffentlich auch der Rest der Familie mitwagen dürfte, käme zusätzlich ein zweites Wärmeunterbett dazu und auch den Ecomat Heizlüfter würde ich wieder mitnehmen, denn normalerweise ist man den Tag über ja auf der Piste, sodass ein einzelner Heizlüfter tagsüber nur dafür sorgen muss, dass die Temperaturen im Faltkarawan nicht unter Null sinken, weil sonst unter anderem Getränkeflaschen bersten würden. Dank den 3 weiteren menschlichen Heizkörpern hätte die Dieselheizung dann sicherlich nochmals etwas weniger zu tun und käme sowieso nur am Abend und in der Nacht zum Einsatz, wofür eine 5 Liter Tankfüllung dann ausreichen würde. Diese kostet mich hier oben in Engelberg übrigens satte 9 Schweizer Franken, da die Tankstellen halt auch von den Touristen profitieren wollen. Mein persönliches Fazit: Wintercamping im Faltkarawan funktioniert auf jeden Fall. Auch Schneefall ist kein Problem, ich hatte immer mal wieder 5 bis 10 cm Neuschnee, welcher zwar auf dem Auto liegen blieb, nicht jedoch auf dem beheizten Faltkarawan, außer ein wenig auf dem nicht beheizten Vordach, was über den Tag hinweg aber gleich wieder wegschmolz. Auch die Starlink-Antenne auf dem Faltkarawandach hat komplett selbstständig ihre eigene Heizung angeworfen, wenn diese Schnee registriert hat, damit meine Internetverbindung davon am Ende nicht beeinträchtigt wurde. Wahrscheinlich werde ich demnächst zur Bouchard Dieselheizung noch einen detaillierten Testbericht veröffentlichen, sobald ich nach meiner Rückkehr all die digital protokollierten Temperaturdaten und Zeiten ausgewertet habe. Wenn du dies also nicht verpassen möchtest, solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, falls du dies nicht schon längst getan hast. Daneben werde ich in der nächsten Nachtfalter-Ausgabe auch nochmals auf mein Wintercamping-Experiment eingehen und all eure Fragen dazu beantworten. Ein bisschen mehr Einblicke gäbe es aber auch schon jetzt auf meinem Instagram-Kanal, denn dort habe ich die täglichen Stories aus meinem Wintercamping-Abenteuer in einem entsprechend benannten Highlight gespeichert, damit man diese auch im Nachgang noch anschauen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen, auch im Winter.